Wir alle haben schon mal eine seltsame Nachricht von irgendjemandem Fremdes bekommen. Für die meisten von uns ist es dann ein Klick auf Löschen und gut ist. Kinder und Jugendliche können die Gefahren hinter solchen Nachrichten aber nicht erkennen, denn dahinter stecken oft erwachsene Männer, die sich gezielt Kinder raussuchen, um sie unter Druck zu setzen, zu manipulieren und zu missbrauchen. Tatsächlich ist das Problem auch viel größer, als wir dachten. Jedes 4. Kind in Deutschland hat schon mal so eine Nachricht bekommen. Und er schreibt, ich würde sogar jetzt mit dir Sex haben wollen. Naja, wenn ich nur daran denke, wenn wir beide haben, dann bekomme ich einen harten und stelle mir das alles bildlich vor. Und wie schnell das geht, das möchte ich heute herausfinden. Und deswegen werde ich mich heute undercover als minderjähriges Mädchen ausgeben und mal schauen, wie schnell erwachsene Männer darauf anspringen. Und so viel sei schon mal vorab gesagt, es wird wirklich verstörend. Er sagt, naja, du bist 13 und ich 23. Laut Gesetz dürfen wir das nicht. Das heißt, er ist sich seiner Schuld komplett bewusst. Er weiß, dass das nicht in Ordnung und eine Straftat wäre. Entschuldige, du bist so, oder? Du weißt, dass du eine Straftat gemacht hast, oder? Hast mir ja selber geschrieben, dass es nicht erlaubt ist, mit einem 13-jährigen Mädchen zu schlafen, oder? Trotzdem wolltest du es ja machen. Wir werden die Polizei rufen und ich habe das rechtlich festzuhalten. Das war doch sowieso nicht ernst gemeint. Ich kann dir vorlesen, warum du heute hier bist. Du hast mich doch auch gefragt, ob ich nicht deinen harten Penis sehen möchte. Und wir könnten am Wochenende Sex haben. Das war ein Joke. War es auch ein Joke, dass du meine Mutti sehen möchtest? Die meisten Täter finden ihre Opfer über Social Media, denn wir geben ja jeden Tag dort unsere Daten preis, ohne es überhaupt mitzubekommen. Egal ob unsere Adresse, unseren Namen, Geburtsdatum und manchmal sogar Finanzdaten. Und unsere Daten, die landen dann bei sogenannten Datenbrokern. Das sind Firmen, die unsere persönlichen Informationen sammeln und weiterverkaufen. Zum Beispiel an Werbefirmen, nervige Callcenter und manchmal sogar an Verbrecher. Und genau an diesem Punkt setzt Incogni an. Denn Incogni kümmert sich darum, gegen diese Datenhändler vorzugehen. Denn ehrlicherweise, niemand von uns hat Bock, dass seine privaten Informationen oder sogar die eigene Adresse irgendwo im Internet rumgeistert. Besonders spannend finde ich das neue Feature von Incogni, denn in eurem Dashboard könnt ihr einen Link einfügen von einer Seite, wo eure Daten auftauchen. Und Incogni überprüft dann innerhalb von 45 Tagen, ob sie einen Löschantrag stellen können. Na klar, bei so Seiten wie Facebook oder Reddit oder anderen Social-Media-Plattformen funktioniert das nicht, aber bei vielen dubiosen Datenhändlern eben schon. Für mich persönlich ein echtes Upgrade, denn so kann ich selbst entscheiden, wo Incogni aktiv werden soll. Wenn du dich selbst davon überzeugen möchtest, dann probier es doch gerne mal aus und nutzt dabei gerne meinen Code MarvinBildtage, denn da bekommst du 60% Rabatt auf den Jahrestarif. Der Link dazu natürlich in der Infobox oder scan wie immer hier gerne den QR-Code. Starten wir heute mal die Recherche in den Kommentarspalten auf TikTok. Auf TikTok posten ja Jugendliche alles Mögliche, was Spaß macht. Tanzen, Touren, Hobbyhorsing. Und gerade solche Videos ziehen ja dann vor allem Leute an, die man da eigentlich gar nicht haben möchte. Denn die Kommentarspalten sind voll von herablassenden Kommentaren bis hin zu doppeldeutigen Emojis. Und wenn man sich die Profile dieser Kommentatoren mal anschaut, dann sind das ganz oft erwachsene, alte Männer. Und ich möchte euch heute mal ein Beispiel zeigen für ein Video, das wirklich exemplarisch für tausende Social-Media-Beiträge steht. Denn unter diesem Beitrag haben erwachsene Männer nichts anderes zu tun, als ihre gestörten Fantasien einfach so in die Kommentare zu ballern. Dieses Mädel hier ist gerade mal 20 Jahre alt und lädt ein Video über ihr Hobbyhorsing-Turnier hoch. Und ja, sie hat eine kurze Hose an, ja, sie hat ein kurzes T-Shirt an und das reicht heutzutage schon aus, damit erwachsene Männer Folgendes schreiben. Demonisa Brooklyn schreibt, mit dem Stock zwischen den Beinen scheint sie aber Spaß zu haben. Und was wirklich die Krönung ist, manche Männer machen das mittlerweile sogar unter ihrem echten Namen und mit ihrem echten Foto und das zeigt alleine, wie wenig Angst sie davor haben, irgendwelche Konsequenzen zu bekommen. Und unter genau demselben Video findet sich auch ein weiterer abstoßender Kommentar und zwar von Baldur Kaltenbach. Der schreibt nämlich, da bekommt der Begriff Dreilochstute eine ganz neue Form. Und wenn man sich jetzt mal das Profil von diesem Baldur Kaltenbach anguckt, dann findet man dort nicht nur ein Video von vermeintlich seinem Gesicht, sondern auch ein ziemlich auffälliges Profilbild. Und dass dieses Gesicht auch noch weitere Informationen im Internet hat, hat der liebe Baldur wohl nicht bedacht, denn er hat nämlich auch ein Facebook-Profil mit demselben auffälligen Profilbild und da steht auch sein Wohnort, nämlich Eberbach in Baden-Württemberg. Ihr seht also, solche Täter kann man auch mal ganz schnell ausfindig machen. An dieser Stelle vielen Dank an die Hacktivistin Nella, die hat mir nämlich genau bei dieser Recherche geholfen. Der Link zu ihrem Profil natürlich in der Infobox. Und ich sage mal so, das, was wir uns jetzt angeschaut haben, das ist erst die Spitze des Eisbergs. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was junge und teilweise minderjährige Mädels über sich im Internet so ergehen lassen müssen. Und mein Plan ist es, undercover als minderjähriges Mädchen zu gehen und mal zu schauen, ob ich es schaffe, mich mit so einem Täter mal im Real Life zu treffen und ihn dann mal zur Rede zu stellen und mal schauen, ob er dann immer noch so vorlaut ist. Morgen treffe ich mich aber jetzt erstmal mit Jasmin, denn sie hat genau das erlebt. Sie wurde von mehreren alten Männern im Internet angeschrieben, die haben dann ihr Vertrauen gewonnen
und später wurde sie genau von diesen missbraucht. Ich war in der 5. Klasse, 11 Jahre und ich hatte irgendwann einen Laptop bekommen und habe mich dann bei so Foren wie Wer kennt wen, Emo-Treff und so angemeldet. Nicht, weil ich jetzt ein Emo war, aber weil meine Freunde da angemeldet waren und weil ich mit denen in Kontakt bleiben wollte nach der Schule, mich austauschen wollte nach der Schule und hatte eine Freundin, sie wurde von einem Mann da kontaktiert und irgendwann hat sie gesagt, du bist auch meine Freundin, magst du nicht mitkommen? Ich treffe mich in der Pause mit jemandem und will da nicht alleine hin. Und sind vom Schulgelände runter in ein Auto eingestiegen und sind mit dem Mann in seine Wohnung gefahren. Sie ist mit ihm im Zimmer verschwunden und ich stand im Flur und habe mich eigentlich die ganze Zeit gefragt, was mache ich denn da und was macht meine Freundin, weil ich das mit 11 überhaupt nicht verstanden habe, was da eigentlich passiert. Und dann kam sie raus, total still und hat auch nicht viel geredet. Und dann sind wir zur Schule zurückgelaufen. Sie hat mal erzählt, dass das ähnlich ist wie auf einem Pferd zu reiten. Ich habe überhaupt nicht diesen Zusammenhang bekommen, was sie damit eigentlich sagen wollte. Also es gibt ja verschiedene Formen von Tätern, die auch unterschiedliche Strategien anwenden. Also Social-Media-Plattformen, Gaming-Plattformen, aber das können auch alle möglichen Plattformen sein. Es werden dann irgendwie Gemeinsamkeiten gefunden. Oft nutzen auch Täter dann irgendwelche anderen Informationen, die über das Kind erfahren können. Irgendwann wird es ein bisschen sexualisierter. Es wird auch eigenes sexualisiertes Bildmaterial verschickt und dann welches angefordert. Und dann kann es eben auch in diesen sextorschen Bereich reinkommen, wo dann eben auch damit erpresst wird. Oder eben im schlimmsten Fall auch, dass ein reales Treffen anvisiert wird. So, okay. Also, mein Plan ist es, dass ich jetzt mal mit ein paar Tätern in Kontakt komme. Nur geht das natürlich nicht mit meinem Namen und vor allem nicht mit meinem Aussehen. Deshalb, ihr seht es vielleicht schon im Hintergrund, habe ich mir ein paar Mädchenkleider bereitgehängt. Die werde ich jetzt mal anprobieren. Ich hoffe, sie passen. Und dann mache ich ein paar Fotos von mir. Natürlich in halbwegs unscheinbarer Pose. Und den Rest regelt die Face-App. So einfach geht's in 2026 und damit gehen wir dann auf die Jagd nach den Tätern. Nach 14 Aussehen. Ich sehe nicht aus wie ein Mädchen, ich sehe aus wie ein Clown in diesen 3 Schichten. Irgendwie war das falsch. Okay, ich brauche ein bisschen mehr Auswahl, ein paar andere Posen. Vielleicht mal so. Was man nicht hier alles für die Wissenschaft macht. Also, 5 Minuten Arbeit und wir haben wirklich ganz, ganz viele verschiedene Motive in verschiedenen Outfits und da kommt dann am Ende überall noch einmal die Face-App zur Geltung, sodass ich am Ende auch aussehe wie ein junges Mädchen. Damit werde ich mir verschiedene Social-Media-Profile machen und dann bin ich mal gespannt, wie lange es dauert, bis ich von älteren Männern angeschrieben werde. Und wurde dann eben auch von anderen Menschen angeschrieben. Die Fragen waren schon ähnlich wie in einer Freundschaft und es war teilweise auch so, dass sie dann gefragt haben, hey, wo genau gehst du denn zur Schule? Ich bin auf der und der Schule. Und natürlich erzählt man das dann, weil man im Grunde ja schon so ein Gefühl hat, hey, mit der Person kann ich mich ja austauschen. Und es war wahnsinnig schwierig für mich, in diesem ganzen Gefühlschaos, das ich hatte durch die Schule, durch meine Freundin, durch meine Mutter, da noch klar zu sein und zu merken, hey, da ist jemand, der ganz andere Absichten hat. Natürlich wusste ich, dass man sich nicht mit fremden Menschen trifft. Die Person hat mir das Gefühl gegeben, nicht falsch zu sein. Also sie hat im Grunde das gekontert, was meine Mutter jahrelang in mich reinprojiziert hat. Dadurch ist es immer enger geworden. Natürlich sind Kinder, die sozial isoliert sind oder psychisch vorbelastet sind, noch gefährdeter, weil sie vielleicht auch diese Nähe, diese plötzliche Intimität mit einer Person schätzen, sich gesehen fühlen, anerkannt fühlen. Also es gibt da sicherlich bestimmte Risikofaktoren, die nochmal extra reinspielen. Aber ganz allgemein können wir auf jeden Fall festhalten, dass davon jedes Kind betroffen sein kann, weil eben viele Täter jetzt auch jüngst durch KI Strategien anwenden, wo sie Kinder wirklich in der Breite kontaktieren, viele Kinder auf einmal anschreiben und dann quasi gucken, wer anbeißt. Ich habe bei meiner Recherche auch gelesen, dass Täter ganz oft probieren, die Kinder zu kontrollieren, indem sie ganz klar vorgeben, wem sie von dieser Beziehung erzählen sollen und wem nicht, damit natürlich Lehrer oder Eltern davon nichts mitbekommen und das Ganze nicht auffliegt. Inwiefern gehört sowas vielleicht auch zur Manipulationsstrategie von solchen Tätern? Ja, das sehen wir schon auch. Also, dass so wirklich in den Chats abgefragt wird, ob die Kinder eigentlich nahe Bezugspersonen haben oder Menschen, mit denen sie reden. Und auch gesagt wird so, hey, das, was zwischen uns ist, bleibt aber zwischen uns, ist aber ein Geheimnis. Und dann irgendwie geguckt wird, ob da das Kind drauf anspringt. Ich habe mich jetzt mit meinen Bildern vor ein paar Tagen auf der Dating-Plattform Lovoo angemeldet. Und folgendermaßen sieht dort mein Profil aus. Und trotz des sehr, sehr jungen Aussehens haben mich
dort natürlich direkt sehr viele ältere Männer angeschrieben. Ich habe sehr viele Likes bekommen, sehr viele Matches erreicht, mehr als jemals in meinem Leben zuvor. Und mein Ziel ist es, mich dort erstmal als 18 zu tarnen, denn unter diesem Alter kann man sich dort gar nicht anmelden. Dann aber sehr, sehr schnell im Chat zu offenbaren, dass ich eigentlich erst 13 bin. Ich denke mal, das passiert im realen Leben sehr, sehr häufig, dieses Szenario. Und genau an dieser Stelle müssten dann eigentlich alle Männer mit Moral und Verstand sagen, ey, sorry, dann war es hier einfach ein großes Missverständnis. Abbruch, Abbruch, wir schreiben nicht weiter und wir treffen uns auch nicht. Ich habe aber so ein bisschen das Gefühl, dass ich da mit meiner Hoffnung alleine bin. In den vergangenen 3 Tagen war ich fleißig als 13-jährige Marie am Chatten und es hat sich schon am ersten Abend eine Person herauskristallisiert. Wir nennen sie jetzt einfach mal Robert. Und Robert hat kein Problem damit, dass ich 13 bin und das, obwohl er selber schon 24 Jahre alt ist. Und ich möchte euch mal ein paar Chats mit Robert vorlesen, denn ich schreibe schon am ersten Abend, ich muss dir aber was sagen. Er sagt, ja sag. Ich sage, ich bin eigentlich jünger. Er sagt, wie jung? Ich sage, 13. Daraufhin folgt erstmal ein verblüffter Smiley. Aber auch die Sorge, jetzt habe ich Angst, dass dein Profil fake war und du ein älterer Mann bist, der mich reinlegen mag. Woher wohl diese Vermutung kommt. Aber nicht mal 3 Minuten später schreibt er, dir ist schon klar, dass wir dann kein haben dürfen. Ich sag, warum nicht? Weil ich mich da ja nicht auskenne? Er sagt, naja, du bist 13 und ich 23. Laut Gesetz dürfen wir das nicht. Das heißt, er ist sich seiner Schuld komplett bewusst. Er weiß, dass das nicht in Ordnung und eine Straftat wäre, aber fragt 1 Minute später, willst du denn haben? Und genau an dieser Stelle beginnt die Manipulation. Er begibt sich nämlich in die Rolle des Fragenden und er versucht aus dem 13-jährigen Kind herauszukitzeln, für was sie denn bereit wäre. Denn so kann er in seiner Logik einfach sagen, naja, ich wollte das ja gar nicht, sie wollte das. Sie hat doch die ganze Zeit davon geredet, ich habe ja nur gefragt. Und diese Masche zieht sich tatsächlich durch den gesamten Chat. Ich sage, ich glaube schon, ich kenne das ja nicht. Er sagt, wir dürfen kein haben, aber naja, wenn du Lust hast. Und nicht mal 4 Minuten später schreibt er dann, glaube, habe mich in dich verliebt. In ein 13-jähriges Kind, das er noch nie in seinem Leben gesehen hat. Und ich bin mir sicher, dass das auch wieder die zweite Methode der Manipulation ist, indem er jetzt Gefühle vorgaukelt und das Kind von ihm abhängig macht. Es geht aber noch weiter. Und er schreibt, ich würde sogar jetzt mit dir Sex haben wollen. Naja, wenn ich nur daran denke, wenn wir beide haben, dann bekomme ich einen harten und stelle mir das alles bildlich vor. Und dann möchte er sich nochmal absichern, nächste Manipulationsstufe, und er fragt, wem wirst du denn alles von unserer Beziehung erzählen? Natürlich möchte er keine Zeugen und ich versuche ihn so ein bisschen aus der Reserve zu locken und schreibe, naja, meiner besten Freundin muss ich es sagen. Und er so, wieso musst du? Nein, das sagt sie weiter. Und ich sage, ist das schlimm? Er so, ja. Natürlich möchte er nicht dabei erwischt werden, dass er als 23-Jähriger mit einer 13-Jährigen Sex haben möchte. Er schreibt, wenn wir Sex haben wollen, dann mit oder ohne Kondom. Ich sage, was ist denn besser? Er schreibt, also ohne Kondom fühlt es sich eindeutig schöner an, aber dann kannst du halt schwanger werden, wenn wir nicht aufpassen. Brauchst dir echt keine Gedanken machen, ich erkläre es dir dann. Sagen wir so, wenn es passiert, wenn wir uns leidenschaftlich küssen und du dich bereit fühlst, dann fassen wir uns überall an und fangen an, uns dann gegenseitig auszuziehen. Du liegst dann einfach auf dem Rücken, winkelst deine beiden Beine an und machst deine beiden Beine breit, damit ich unten an deine komme. Und dann werde ich sie mit meiner Zunge schön feucht machen und wenn es soweit ist, leite ich den Penis in deine Mund. Darf ich dann auch dein und deine anfassen? So etwas, nochmal, schreibt er einem 13-jährigen Mädchen. Dieser Mann ist wirklich, dreist wäre noch untertrieben. Er schreibt selber, dass es verboten ist. Er schreibt selber, dass es nicht okay ist. Er möchte natürlich, dass es geheim bleibt und merkt in keiner Silbe, dass das hier absolut ekelhaft ist, was er schreibt. Er schreibt dann auch, willst du meinen harten sehen? Und 3-mal dürft ihr raten, was er mir dann geschickt hat. Also, es liegt auf der Hand, Cybergrooming, Tatbestand erfüllt. Ich habe jetzt den folgenden Plan. Ich werde mir jetzt noch 2 Tage Zeit nehmen, um mit ihm zu schreiben, um ihn in Sicherheit zu wiegen. Und dann werde ich mich auf ein Date verabreden, denn Samstag ist so mein Zieltag. Ich probiere mich dann mit ihm zu treffen. Keine Ahnung, wo wir uns treffen, keine Ahnung, was mich erwartet, keine Ahnung, ob er mir dann abnimmt, wenn ich da in Frauenkleidung auftrete, dass ich ein 13-jähriges Mädchen bin. So oder so möchte ich diesen Täter nicht davonkommen lassen und möchte ihn gerne zur Rede stellen. Irgendwann war der Punkt, wo dieser Mann geschrieben hat, hey, wollen wir uns denn mal treffen? Können zusammen spazieren gehen oder Eis essen gehen? Und ich dachte, ja, gute Idee, wir schreiben jetzt schon seit Monaten, gerne. Und habe gedacht, vielleicht ist die Schule ein Ort, wo ja viele Menschen sind, wo mir sowieso nichts passieren kann. Dann bin ich von der Schule gegangen, da stand ein schwarzes Auto, er stand da, der war auch schon einige Jahre älter. Bin dann zu ihm ins Auto gestiegen und also er ist bewusst in irgendeine Ecke gefahren, wo gerade keiner ist.
hat die Autoverriegelung reingemacht und gesagt, hey, damit wir besser quatschen können, geh mal nach hinten, kletter mal nach hinten, weil ich habe jetzt auch zugemacht, damit du nicht nass wirst, weil es schüttet draußen, ja. Und dann ist er direkt so näher gerutscht, hat mich an den Haaren so gepackt, am Hals gepackt, hat mich zu sich gezogen, hat sich draufgeworfen und das Ding ist, ich habe oft genug gesagt, ich möchte das nicht, ich habe Nein gesagt, ich habe geschrien. Das Problem ist aber, du kannst dich im Grunde noch so sehr verteidigen, wie du das möchtest. Du hast nicht immer eine Chance, weil wenn jemand vor dir steht, der doppelt so groß ist, logischerweise schwerer ist, breiter ist, das Auto verriegelt ist und der sowas von auf dir drauf liegt, dass du zappeln kannst ohne Ende, du kommst da nicht weg. Ich habe geklingelt und bin ich ins Zimmer, habe mich aufs Bett gesetzt und habe einfach nur die Wand angestarrt. Also das ist was ich in meinem Leben nie wieder vergessen werde, dieses Gefühl zu haben, was da gerade passiert ist. Und in dem Moment zu sagen, Mama, ich muss mit dir sprechen, war überhaupt nicht möglich gewesen, weil danach glaubt man eigentlich nur noch an den Himmel, dass man denkt, hey, was mache ich denn jetzt hier? Und eigentlich suche ich meine Freiheit, ich möchte meine Ruhe haben, ich halte es nicht mehr aus. Dann macht es doch Sinn, mich vielleicht umzubringen. Also die Gedanken hatte ich an dem Tag in meinem Kopf. Wenn das Kind so auf einmal sich eher zurückzieht sozial, vielleicht auch in der Schule in den Noten irgendwie abfällt, vielleicht auch einfach das Handy versteckt und Chats geheim halten möchte, das können so Indikatoren sein. Aber also ich glaube, viel wichtiger ist es, noch einen Schritt vorher anzusetzen. Also dem Kind immer zu vermitteln, so hey, wenn dir da irgendwas Komisches passiert, du kannst immer mit mir reden und auch nie, auch in anderen Kontexten von Medienkonsum, nicht mit Sanktionen zu drohen. Also wenn sozusagen das Kind antizipiert, dass es sanktioniert wird, indem es zum Beispiel das Handy für eine Woche weggenommen bekommt, dann würde es sich mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit nicht an die Eltern wenden, wenn es da mal Probleme gibt. Der Tag ist gekommen, ich habe heute ein Date. Und zwar als 13-jährige Marie. Ich werde gleich in meine Verkleidung schlüpfen und dann treffe ich den 24-jährigen Robert. Und ich bin mal gespannt, ob er in Real Life immer noch so tough ist wie übers Internet und ob er mir immer noch ins Gesicht sagt, was er heute alles mit einem 13-jährigen Mädchen anstellen möchte. Und ich bin mal gespannt, was er zu seinen Chats sagt. Ich habe die alle ausgedruckt und werde ihn damit konfrontieren. Komm, der Mann muss ja nicht eine halbe Stunde mit mir reden, dann werde ich ihn eh schon zur Rede stellen. Geht ja nur erstmal um den Effekt. So, ich bin jetzt auch endlich zu Hause. Mein Vater hat ewig gebraucht und ich würde jetzt noch schnell unter die Dusche flitzen und mich dann schnell fertig machen und ja, freue mich auf dich. So, das nochmal umwandeln. So, ich bin jetzt auch endlich zu Hause. Mein Vater hat ewig gebraucht und freue mich auf dich. Kann man noch machen, oder? Dann halte ich da jetzt mal kurz das Handy ran. Ich würde jetzt noch schnell unter die Dusche flitzen und mich dann schnell fertig machen und freue mich auf dich. Direkt blauer Haken direkt angehört. Super, dann legen wir uns auf die Lauer. Wir haben uns jetzt hier auf dem Parkplatz vom Supermarkt auf die Lauer gelegt und werden Ausschau halten, weil es jetzt noch eine Viertelstunde bis zum Treffen ist. Und dann mal gucken, wie lange ich als Marie durchgehe oder ob ich dann direkt hier die Chats vorlesen kann. Zum Beispiel hier, wo er schreibt, willst du denn meinen harten P sehen? Wir könnten auch am Wochenende haben. Würde so gerne dein P sehen. Ja, mal gucken, was er dazu sagt. Er hat mir auch zweimal seinen kleinen Pilz geschickt. 24 Jahre alt. 11 Jahre Unterschied. Der sah schon sehr ähnlich aus, ne? Mit Sonnenbrille. Er fährt doch über den ganzen Parkplatz. Guck mal, er steigt doch nicht aus. Also er ist scheinbar nicht zum Einkaufen hier. Das Kennzeichen passt auch zum Vornamen. Treffen wir uns vorm Penny am Eingang? Okay, wie wollen wir uns denn begrüßen? Jemand, der sowas macht, macht ja das ganz, ganz bewusst, dass er jetzt nicht selber sagt, ja, lass uns mal küssen, sondern dass ich es sage. Weißt du, damit er in seiner kranken Welt, wie er denkt, dass das Recht funktioniert, dass er dann sagt, ja, du wolltest es ja, es ging ja von dir aus. Wir sind uns sicher, dass er es ist. Das Aussehen passt, das Kennzeichen passt zum Vornamen. Er ist Punkt 17 Uhr auf den Parkplatz gefahren. Ich habe ihm jedes Mal jetzt gerade geschrieben und jedes Mal, wenn die Nachricht ankam und der Haken blau wurde, hat er das Handy in die Hand genommen. Er ist, seitdem er auf dem Parkplatz ist, seit 11 Minuten nicht ausgestiegen, das heißt, er wartet auf irgendwas. Um das jetzt nochmal final zu verifizieren, würde ich jetzt von hier ihn einmal anrufen. Das ist er, 100%. Oh, er
parkt direkt gegenüber von uns. Das kann doch nicht wahr sein. Okay, dann stell dich gerne mit dem Auto vor ihm. Ready? Hi. Entschuldige. Moin. Du bist doch, oder? Ich wollte nur mal fragen, ob du bist. Du bist das doch, oder? Guck mal, da ist deine Katze, da bist du, da bist du. Und guck mal, das ist hier, glaube ich, sogar dein Pimmel, oder? Kann das sein? Hallo? Du weißt, dass du eine Straftat gemacht hast, oder? Hast mir ja selber geschrieben, dass es nicht erlaubt ist, mit einem 13-jährigen Mädchen zu schlafen, oder? Trotzdem wolltest du es ja machen. Wir werden die Polizei rufen und ich habe das rechtlich festzuhalten. Also komm bitte raus und wir können ganz vernünftig reden. Das war doch sowieso nicht ernst gemeint. Es war nicht ernst gemeint. Warum bist du denn dann heute hier? Ich kann dir vorlesen, warum du heute hier bist. Du hast mich doch auch gefragt, ob ich nicht deinen harten Penis sehen möchte. Und wir könnten am Wochenende Sex haben. Das war ein Joke. War es auch ein Joke, dass du meine Mutti sehen möchtest? Nein. Kein Joke. Ich habe an sowas kein Interesse, wirklich. Ich bin ehrlich. Du bist ehrlich, aber warum bist du denn dann hier? Weil sowas geht wirklich gar nicht für mich. Bin ich ehrlich. Dann möchtest du heute hier sein, um ihr zu sagen, ey, war jetzt gar nicht so gemeint und mach das zukünftig nie wieder. Ich glaube, wir wissen beide, dass das die schlechteste Ausrede 2026 ist. Weißt du, wie alt 13 ist? Ja. Geht man gerade mal auf eine weiterführende Schule, hat noch nie Ich irgendwelche weiß. Erfahrung und dann schickst du da einfach deinen Pimmel hin. Ja, ich weiß, es war eine beschissene Idee. Also ich wollte mit dir abklären, okay, wie sieht's aus? Du darfst es nicht und hör mit sowas auf. Dafür kommst du hierher gefahren, um den Ziehvater zu spielen und ihr das nicht übers Internet zu sagen. Wenn wir Sex haben wollen, dann mit oder ohne Kondom? Also ohne Kondom fühlt es sich eindeutig schöner an, aber kannst halt schwanger werden, wenn wir nicht aufpassen. Habe gerade einen harten und wenn es soweit ist, leite ich mit meinem in deine Das ist auch Bildungsauftrag, um mir zu sagen, ey, pass auf, wenn das jemand schreibt, puh, dann solltest du rennen. Also, wir können uns jetzt eigentlich wirklich noch eine halbe Stunde hin und her diskutieren, dass das nicht dein Interesse war und du hier nur der Batman bist, der einer 13-jährigen Marie sagen möchte, dass sie aufpassen soll. Aber ich glaube das nicht und ich glaube, diese ganzen Seiten sprechen auch eine andere Sprache. Ich kann auch aussteigen. Bitte, Da hinten? wir können auch hier reden. Ich weiß ja, rein rechtlich darf man es nicht. Ich habe es einfach durchgezogen, weil ich sowas auch schon miterlebt habe, wie sowas passiert ist. Bin ich offen und ehrlich. Und ich wollte einfach nur abchecken. Ich hatte Angst um sie. Ich weiß, es war eine blöde Idee. Ich wusste halt nicht, was ich machen soll. Und ich wollte sie halt warnen. Du lügst ja weiter. Mein Warum? Du hast mir hier über 20 Mal was geschrieben, weil wahrscheinlich in deiner Auslegung das Ganze so in Ordnung ist, weil sie wollte es ja. Ich bin nicht das jüngste Gericht. Die Beweise sind hier drin. Deine Aussage kannst du gerne bei der Polizei tätigen und die rufen wir jetzt an. Schönen guten Tag, Marvin Wildhage mein Name, ich grüße Sie. Wir haben gerade ein journalistisches Projekt geführt, wo es um Cybergrooming geht und ich habe hier einen Täter auf frischer Tat ertappt, wie er sich heute mit einem 13-jährigen Mädchen treffen wollte und mit der Geschlechtsverkehr haben wollte. Ich habe die ganzen Beweise ausgedruckt in einem Ordner dabei und würde gerne das Ganze zur Anzeige bringen und halte den Täter auch so lange fest. Super, herzlichen Dank. Schönen Tag, ciao, ciao. Dann warten wir mal. Ja, er hat jetzt noch mal schätzungsweise 10 Minuten probiert, mir seine alte Leier zu erzählen, dass er nur hergekommen ist, um ein 13-jähriges Mädchen davor zu warnen, dass es da draußen Männer gibt, die sie missbrauchen wollen. Ich glaube, ich brauche niemandem sagen, dass das Quatsch ist. Genau, ich hatte angerufen, aufgrund des Cybergrooming-Falls von dem Herrn. Also wir haben uns über Louvu kennengelernt. Genau, wir haben dann über die Tage hin und her geschrieben, bis es dann heute zum Date kam. Also ich habe jetzt der Polizei den Ordner mit den ganzen Chats und auch den Fotos und auch den intimen Fotos übergeben. Es wurde meine Sicht der Dinge gehört. Ich habe die ganzen Tage, die wir jetzt hier dokumentiert haben, nochmal zu Protokoll gegeben. Ich finde es sehr, sehr gut, dass man das sehr, sehr ernst nimmt. Gerade in diesem Fall. Ich habe halt geschildert, dass es um ein 13-jähriges fiktives Mädchen geht. Aber ich glaube, die beiden Beamten wissen ganz genau, was das halt in Real Life bedeutet. Ich habe einfach gerade mitgehört, dass er ohne Führerschein fährt. Das heißt doppelt gearscht. Hinter mir wird der Verdächtige noch vernommen und ich kann euch an dieser Stelle nur ermahnen, seid vorsichtig da draußen. Wenn ihr Kinder habt, wenn ihr Verwandte habt, wenn ihr Freunde habt oder Freundesfreunde, die in diesem Alter sind, das Leben da draußen ist gefährlich, das Internet ist gefährlich und sensibilisiert gerade junge Menschen dafür. Wir haben es hier gesehen, es ging nur um ein fiktives Mädchen, aber ich bin mir sicher, das lässt sich auf jeden realen Fall da draußen übertragen. An der Stelle auch noch ein kleiner Hinweis, es gibt die Einhorn-Crew hier auf YouTube, Link dazu in der Infobox, die machen solche Formate regelmäßig und klären regelmäßig darüber auf, was da draußen eigentlich los ist. Vorbeischauen lohnt sich und abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt und dann sehen wir uns schon bald wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüssi.